Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute häkeln wir zusammen den Mondstab von Sailor Moon. Und wenn dir das Video gefällt, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und dann geht's auch los. Wir beginnen mit dem Stab, weil du dort die Zunahmen und Abnahmen sehen kannst. Und du beginnst wie immer mit einem Fadenring. Solltest du noch nicht wissen, wie der Fadenring funktioniert, verlinke ich dir hier ein Video, wo du das besser erkennen kannst. In diesen Fadenring häkelst du 5 feste Maschen. Wenn du das hast, ziehst du den Fadenring fest zusammen. Wenn es nicht auf Anhieb funktioniert, probier es einfach nochmal, manchmal hakt das ein bisschen. Jetzt häkelst du in jede Masche eine feste Masche. Jetzt verdoppelst du jede Masche, das heißt, du häkelst in jede Masche 2 feste Maschen. Jetzt wird jede zweite Masche verdoppelt, das heißt, du häkelst in die erste Masche eine feste Masche und in die zweite 2 feste Maschen. Dann zählst du von vorn in die erste Masche eine feste Masche, in die zweite 2 feste Maschen, also 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das machst du natürlich bis zum runden Ende. Jetzt häkelst du 2 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Wenn du möchtest, dass das Ganze ein bisschen mehr Dimension bekommt, dann häkelst du hierbei nur in das hintere Maschenglied. Ich hoffe, du kannst es gut erkennen. Du kannst aber auch ganz normale Maschen häkeln, dir fehlt dann halt ein kleiner Rand. Aber mach es so, wie es für dich am leichtesten ist. Jetzt kommt der Farbwechsel und das machen wir in der letzten Masche. Das heißt, du häkelst ganz normal weiter, also ob du jetzt ins hintere Maschenglied gehäkelt hast oder eben eine normale Masche, das machst du hier auch. Dann nimmst du dir anstelle des gelben Fadens eben den rosanen Faden und ziehst den ganz normal durch. Und jetzt häkelst du mit dieser Farbe auch ganz normal weiter. Und zwar häkelst du hier wieder in jede Masche eine feste Masche. Wenn du das hast, wird jede zweite und dritte Masche zusammen abgenommen. Das heißt, in die erste häkelst du eine feste Masche, in die zweite stichst du ein, holst dir den Faden, stichst in die dritte ein, holst dir den Faden und ziehst den Faden durch alle 3 Schlaufen durch. Das ist eine Abnahme und das machst du jetzt ebenfalls die ganze Runde. Also in die erste wieder eine feste Masche und die zweite und dritte wird zusammen abgenommen. Und jetzt häkelst du 25 Runden lang in jede Masche eine feste Masche und zwischendurch solltest du den Stab auch schon mal ausstopfen, damit du eben noch überall rankommst. Jetzt verdoppelst du jede zweite Masche, das heißt natürlich wieder in die erste Masche häkelst du eine feste Masche und in die zweite wieder 2. Das wiederholst du die ganze Runde lang. Jetzt verdoppelst du noch jede dritte Masche, das funktioniert natürlich genauso wie vorher. In die ersten beiden Maschen häkelst du eine feste Masche und in die dritte wieder 2. Und auch das wiederholst du bis zum runden Ende. Jetzt häkelst du 3 Runden lang in jede Masche eine feste Masche. Und jetzt nehmen wir alle Maschen ab. In dieser Runde nimmst du jede dritte und vierte Masche zusammen ab. Das heißt natürlich, in die ersten 2 kommen jeweils eine feste Masche und die dritte und vierte wird zusammen abgenommen. In die dritte einstechen, Faden holen, in die vierte Masche einstechen, Faden holen und den Faden durch alle 3 Schlaufen ziehen. Das wiederholst du wieder die ganze Runde lang. Jetzt wird jede zweite und dritte Masche abgenommen, das heißt, in die erste häkelst du eine feste Masche und die zweite und dritte nimmst du wieder zusammen ab. Jetzt nimmst du noch jede erste und zweite Masche zusammen ab und danach schließt du das Ganze. Das machst du, indem du einfach die letzte Masche noch nimmst. Hier ist die Zahl ungerade, das ist aber gar nicht schlimm.
Und dann ziehst du den Faden ein bisschen durch, schneidest den Faden ab und ziehst ihn komplett durch. Jetzt zeige ich dir, wie du das Loch zunähen kannst. Und dafür stichst du unter den Maschen durch, einmal nach innen, dann nach außen und immer unter den Maschen durch. Und wieder nach innen. Und wenn du das mit allen Maschen gemacht hast, ziehst du das Ganze einfach fest zusammen. Dann machst du noch 1, 2 Stiche nach rechts und nach links. Wenn du magst, kannst du auch einen kleinen Knoten reinmachen, ist aber eigentlich gar nicht nötig. Und dann stichst du den Faden irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. Da du jetzt weißt, wie die Abnahmen und Zunahmen funktionieren, schreibe ich dir hier auf, wie du die anderen Teile häkelst. Wie du gesehen hast, hat der Mond 2 Teile und ich zeige dir jetzt, wie du das Ganze zusammennähst. Dafür stichst du in eins der Maschenglieder ein und stichst dann auf der anderen Seite auch in eins der Maschenglieder ein und ziehst das Ganze fest. Und das machst du bei jeder Masche 2-mal. Du kannst es auch einmal machen, aber ich fand, mit 2-mal sieht es schöner aus. Und dann gehst du einfach zur nächsten Masche und machst genau das gleiche. Und das machst du, bis du einmal komplett drumherum bist. Wenn du das hast, dann stichst du den Faden wieder irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. Genauso ähnlich funktioniert das auch mit den anderen Teilen. Du nimmst jetzt also dieses kleine gelbe Ding und nähst es an die Kugel. Und dafür stichst du einfach dann ganz nah am Gelben ein, ziehst den Faden durch, stichst wieder ins Gelbe ein, dann wieder in die weiße Kugel. Und das machst du, bis du einmal komplett drumherum bist. Und dann kannst du den Faden wieder irgendwo durchstechen und abschneiden. Jetzt musst du noch den Mond an den Stab nähen und das funktioniert natürlich genauso wie vorher. Versuch es immer so zu machen, dass man es nicht allzu sehr sehen kann. Man wird es immer ein bisschen sehen, aber nicht zu sehr. Und das machst du einfach, bis du dir sicher bist, dass der Mond wirklich fest sitzt. Am Ende stichst du den Faden wieder irgendwo durch und schneidest ihn einfach ab. Dann musst du nur noch die Kugel dran nähen. Das funktioniert natürlich genauso wie vorher, deswegen habe ich das jetzt nicht extra gezeigt. Und ja, am Ende musst du nur noch die kleinen Deko-Elemente aus Filz ausschneiden oder eben aus Fimo herstellen, wie du magst. Und damit hast du den Mondstab auch fertig. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Und wenn du mich unterstützen möchtest, dann teile das Video auch sehr gern. Und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dann!